Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir uns die Lyra Rembrandt Buntstifte anschauen. Und ich habe hier ein paar Einzelstifte, die ich schon länger habe. Und meine Schwester hat mir letztens ein neues kleines Set bestellt. Und ich dachte, es ist an der Zeit, mal eine neue Review zu machen, weil meine alte schon etwas länger her ist. Und ja, ich mal gucken möchte, ob ich nach den Jahren eine bessere Technik mit diesen Stiften drauf habe, beziehungsweise ob meine Meinung dazu anders ausfallen wird, weil das letzte Mal, als ich eine Review gemacht habe, ist meine Meinung nicht sehr gut ausgefallen. Deswegen lasst uns einfach zusammenschauen und die Pros und Cons durchgehen, und nachdem ich ein Bild mit diesen Stiften gemalt habe, werde ich auf jeden Fall auch meine endgültigen Gedanken zu diesem Set äußern. Einmal zu den technischen Daten. Es gibt verschiedene Setgrößen, ein 12er Set, 24, 36 und 72er Set in diesen Metalldosen, die man eben erwerben kann. Und die Metalldose, die ich hier habe, ist sehr edel und silber, kam in eine Plastik- oder Papier-Sleeve, den ich aber abgezogen habe, einfach weil man auch im Gebrauch wahrscheinlich eher die Metalldose zur Hand haben wird. Und natürlich das Positive ist, dass man diese Stifte auch einzeln erwerben kann, wenn man Ersatz in seinem Set braucht. Bei dem Durchschauen der Sets habe ich mir auch natürlich einige andere Reviews angesehen, und dort wurde oft angemerkt, dass die Blau- und Grüntöne zwar vielfältig, aber sehr, sehr ähnlich sind, was die Farben angeht. Und das kann ich nur bestätigen bei dieser kleinen Farbauswahl, die ich habe. Zum Beispiel habe ich hier schon mal zwei Grün-Blau-Töne, die sehr, sehr ähnlich sind, die wirklich nur einen Hauch Unterschied haben. Und so ist das eben bei dem großen Set auf jeden Fall auch. Und dann wurde auch beanstandet, dass das große 72er Set nur 4 bis 5 Grautöne hat. Allerdings muss man da sagen, dass es dazu ein Extra-Set, also ein 12er Extra-Set mit Grautönen gibt, die sich mit dem 72er Set ergänzen. Also die Stifte sind nicht doppelt, sondern zusätzlich zu dem 72er Set gibt es ein separates 12er Set mit nur Grautönen. Die Stifte sind Künstlerstifte, und daran hat man eben auch einen Anspruch, und zwar die Lichtbeständigkeit. Und die Lichtbeständigkeit ist auf der Verpackung aufgedruckt und wird von 1 bis 3 Sternen gerechnet. Und wenn man sieht, hier in diesem 12er Set sind alle Stifte komplett lichtecht. Man muss natürlich gucken, welche Einstufungsskala Lyra genommen hat. Es gibt da verschiedene Skalen, die man benutzen kann, um eben die Lichtechtheit einzuschätzen. Aber hier in dem 12er Set sind laut der Richtlinie von Lyra alle Stifte lichtecht mit einem Sternesystem von 3. 1 ist hier eine befriedigende Lichtbeständigkeit, 2 eine gute und 3 eine sehr gute Lichtbeständigkeit. Und leider ist die Lichtbeständigkeit nicht auf den Stiften aufgedruckt, sondern eben nur separat über eine Farbtabelle einzusehen. Man muss aber auch sagen, dass Lyra selbst in dem 72er Set nur wenige Stifte hat, die gut lichtbeständig sind, und noch weniger, die befriedigend lichtbeständig sind. Die meisten haben eine sehr gute Lichtbeständigkeit mit 3 Sternen. Die Stifte an sich sind relativ dünn und haben einen Minendurchmesser von ca. 4 mm. Vom Gefühl her würde ich sagen, ungefähr wie die Prismacolors. Und sie haben hier einmal den Farbnamen auf Deutsch, den Farbnamen auf Englisch und eine Farbnummer. Die letzten 2 bis 3 Ziffern sind die Farbnummern der Stifte. Davor die Ziffern geben die Serie an, hier in dem Fall eben die Rembrandt-Serie. Und am Ende hat man die Farbkodierung des Stiftes. Allerdings würde ich mich nicht auf diese Farbkodierung verlassen, weil sie nicht sonderlich korrekt ist.
Ein kleines Beispiel ist zum Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so gut rüberkommt, aber da ist ein erheblicher Farbunterschied zwischen der Farbkodierung am Ende des Stiftes und der tatsächlichen Farbe der Mine. Deswegen, vielleicht sieht man das sogar hier im Video, wenn ich den Stift nur hinlege, dass eben die Mine komplett anders aussieht als die Farbkodierung hinten. Ich würde euch wirklich empfehlen, immer Farbtabellen anzulegen, egal ob die Farbkodierung passt oder nicht, weil es hilfreich ist, die Farben eben auf dem Papier zu sehen und im Vergleich. Für mich ist das jetzt kein Kriterium, dass das ein schlechter Stift ist, sondern dass ich eben eher die Farbtabelle zur Hand nehme, als mich eben hinten auf die Farbkodierung zu verlassen. Ich möchte noch einmal auf diesen Stift hinweisen. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich habe ihn komplett runtergespitzt. Ich habe es nicht geschafft mit verschiedenen Anspitzern und das Problem liegt wirklich nicht an den Anspitzern, sondern am Stift an sich. Ups. Ja, die Mine zerkrümelt und man muss sagen, das darf bei Stiften nicht passieren. Also irgendwas ist mit dem Stift nicht in Ordnung. Ich glaube, bei der Produktion wurde bei der Herstellung irgendwas falsch gemacht, weil die Mine komplett am Bröckeln ist. Die ist noch nicht mal fest zusammengesetzt und deswegen kann ich diesen Stift in dieser Review leider nicht benutzen. Es ist ein Beispiel für, was schief laufen kann, selbst bei Markenkünstlerstiften. Ja, ich werde jetzt einen kleinen Ausschnitt zeigen, wie dieser Stift performt und auch da ein bisschen dazu erzählen, wie er sich angefühlt hat. Und zum Schluss dieser Review werde ich eben meine Gedanken endgültig zusammenfassen. Dann sehen wir uns gleich. Ich beginne hier in dem Buch von Hannah Carlson, Daydreams, und ich war mir nicht sicher, wie ich mit den Stiften umgehen sollte. Es sind zwar Buntstifte, die als übersät ausgeschrieben sind, aber für mich fühlen sie sich etwas weicher an. So eine Mischung zwischen Wachs und übersäten Stiften. Bei mir ist es so, dass ich schaue, welche Technik ich bei den Stiften anwende. Je nachdem, welchen Stift ich in der Hand habe, fange ich entweder mit der dunklen Farbe an und blende zur hellen Farbe aus oder fange mit den hellen Farben an, schichte und blende dann die dunkle Farbe mit rein. Ich bin jetzt einfach mal am Ausprobieren und schaue, welche Technik mir für diese Stifte am besten gefällt. Ich muss sagen, dass ich jetzt bei der ersten Blume ziemliche Probleme hatte. Irgendwie haben beide Techniken nicht so ganz funktioniert und die Blume sieht sehr, sehr blass aus. Deswegen war ich nicht so wirklich zufrieden und dachte erstmal, ich schaue, wie die anderen Farben performen. Es ist oft so, dass in Sets die Orange- und Gelbtöne viel weicher sind und viel kräftigere Farben haben und blenden, und das war auch hier der Fall. Mir gefällt wirklich nicht, wie blass und farblos diese Blume aussieht. Deswegen nehme ich nochmal ein dunkleres Rot und versuche der Blume mehr Tiefe zu geben. Und es hat auch einigermaßen geklappt. Allerdings hat es sich für mich so angefühlt, als hätte ich wirklich Schwierigkeiten, eine weitere Farbschicht auf das Papier zu bringen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich konnte mit viel Druck und Mühe das dunkle Rot noch auftragen, aber es war einfach nicht das, was ich im Kopf habe. Und ja, das Endergebnis hat mir nicht so wirklich gefallen. Aber hey, ich habe gerade angefangen und es ist die erste Blume. Manchmal braucht man ein bisschen, um mit den Stiften warm zu werden. Und es hilft, einfach zu einer anderen Farbgruppe zu greifen. Deswegen habe ich mir jetzt die Grüntöne geschnappt. Ich muss sagen, dass ich an jede Review mit Hoffnung dran gehe. Ich hoffe, dass die Stifte toll sind. Ich hoffe, dass ich euch was Gutes an die Hand geben kann. Und ich bin aber auch sehr kritisch. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sage ich es auch. Und
was mir bei diesen Stiften extrem aufgefallen ist, ist, dass es ein paar Stifte gibt, die sich anders anfühlen als der Rest. Wie zum Beispiel der helle Blauton, den ich eben in der Hand hatte. Der hat sich sehr rau und kratzig angefühlt und ich hatte das Gefühl, als ob ich damit sogar das Papier ein bisschen beschädige. So rau war er. Und je mehr ich versucht habe, zu dem Ergebnis zu kommen, das ich im Kopf hatte, also ein schöner Verlauf zwischen hellblau, lila und dunkelblau, desto weniger habe ich es geschafft, zu dem Ergebnis zu kommen. Irgendwie war das kurios. Ich habe versucht, eine dunkle Mitte zu schaffen und die Farben eben hell auszublenden. Bei meinem nächsten Blatt bin ich andersherum vorgegangen. Ich habe mit der dunklen Farbe angefangen und habe versucht, zum hellen Farbton auszublenden, aber irgendwie hat auch das nicht geklappt. Und ja, irgendwie hat mich das total frustriert und ich wusste nicht, liegt's an mir oder liegt's an dem Papier? Was mache ich falsch? Und als ich hier das letzte Blatt gemalt habe, dachte ich, okay, du malst nicht weiter, sondern versuchst einfach mal in einem anderen Buch zu malen. Vielleicht kommst du dann auf die Lösung. Und deswegen habe ich mir World of Flowers von Jenna Basford gegriffen und habe da ein bisschen rumprobiert. Und ich muss sagen, dass es nach einigen Versuchen bei mir Klick gemacht hat. Ich habe, wie vorher schon erwähnt, verschiedene Techniken angewandt und mir ist aufgefallen, dass bei diesen Stiften die Farbe nicht dunkler wird, nur mal, weil man mehr drückt, sondern die Farbe wird dunkler, je mehr man schichtet. Und man muss eben schauen, dass man wirklich dunkle Farbtöne wählt, wenn man dunkle Farbtöne haben möchte und nicht mehr drückt, wenn man die Farbe dunkler haben will. Und das hat bei mir ein bisschen gedauert, weil ich es eben von meinen anderen Stiften komplett anders gewohnt bin. Und es kommt wirklich nicht aufs Papier an. Ich bin später nochmal zurück zu Daydreams gegangen und habe da nochmal rumprobiert. Es kam wirklich auf die Technik an. Ich bin bei beiden Büchern auf dasselbe Ergebnis gekommen, dass eben viele Farbschichten, leichte Schichten die Farbe dunkler machen und nicht der Druck des Stiftes. Und ja, so habe ich eben weiter gemalt und auch verschiedene Farbgruppen ausprobiert. Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau, Grün. Und ja, ich habe hier jetzt bewusst mal die Blume verlangsamt, die ich hier in dem lila Ton male, einfach damit ihr seht, wie viele Farbschichten ich auftrage, um das Lila wirklich dunkel zu kriegen. Das dritte Blatt, also unten rechts, so auf 4 Uhr, habe ich mit den Staedtler Ergosofts gemalt und habe dort auch mehr Druck angewandt und bin eben aufs gleiche Ergebnis gekommen wie mit den Lyra Rembrandt Polycolor, wenn ich dort mehrere Farbschichten benutze. Der einzige Unterschied ist natürlich die Zeit, die man aufwendet, um so ein Blatt zu malen. Auch würde ich wirklich empfehlen, dass ihr eure Stifte anspitzt. Malt nicht mit stumpfen Stiften. Stumpfe Stifte lassen euch zwar die Farbe leicht auftragen und besser blenden, allerdings zerstört es die Struktur des Papiers viel schneller, weil ihr eben mit dem stumpfen Stift alles immer wieder glatt reibt. Und spitze Stifte kommen viel besser in diese kleinen Poren, die Papier hat. Und so werdet ihr zu besseren Ergebnissen kommen, ohne vorher die Struktur des Papiers zerstört zu haben. Und wie ihr seht, ich blende und blende sehr langsam, aber so seht ihr mal in Realtime, wie diese Stifte eben performen, wenn man die richtige Technik anwendet. Es ist ein Unterschied zwischen billigen Stiften, die eben nicht genug Pigment haben, dass man kräftige Farben bekommt, und guten Künstlerstiften, die eine bestimmte Technik brauchen, damit diese Farbvielfalt, diese Farbintensität wirklich erstmal zum Vorschein kommt. Und das gleiche gilt zum Beispiel für die Polychromos, die auch ölbasierte Stifte sind.
Die Farben der Polychromos strahlen erst wirklich, wenn man mehrere Farbschichten aufeinander legt. Wobei bei den Polychromos der Unterschied ist, dass die Farben auch wirklich dunkler werden, wenn man mehr drückt. Und ich habe die gleiche Technik jetzt nochmal bei diesem grünen Blatt ausprobiert und das stimmt tatsächlich. Je mehr Farbschichten ich auftrage, desto intensiver und schöner werden die Farben und sehen nicht mehr so blass und farblos aus. Ich habe kein ganzes Bild gemalt, wie ich es eigentlich vorher vorgehabt habe, aber ich denke, dass ich jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck von den Stiften bekommen habe, den ich jetzt auch mit euch teilen möchte. Die Stifte sind für mich gute Stifte, keine schlechten Stifte, wie ich sie vorher im Eindruck hatte. Allerdings würde ich sie nicht für Anfänger empfehlen. Sie sind eher Stifte für Fortgeschrittene, die schon sicher sind in dem Malen mit Buntstiften, die dazu in der Lage sind, verschiedene Techniken für die verschiedenen Stifte anzuwenden und die sich Zeit nehmen möchten, um zu einem Ergebnis zu kommen, die gerne eher mit leichter Hand malen, Schicht für Schicht arbeiten und eben, ja, den Prozess einfach genießen. Wenn ihr so wie ich eher schnell zu einem guten Ergebnis kommen wollt, sind die Stifte nichts für euch. Mich stört, dass einige Stifte eher trocken und kratzig sind, aber andere Stifte sind ja so zwischen den Prismacolors und den Polychromos. Nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Deswegen mag ich die Stifte vom Malgefühl ganz gerne und auch von der Farbabgabe. Allerdings weiß ich, dass ich eher zuletzt zu diesen Stiften greifen würde, wenn ich die Wahl habe zwischen anderen Stifte, mit denen ich eben zum gleichen Ergebnis sehr, sehr viel schneller komme. Ich bin gespannt von euch zu hören, wie ihr mit diesen Stiften umgeht, wenn ihr das Set habt, ob ihr Erfahrung habt mit anderen Stiften, weil es oft schon ein großer Unterschied ist, ob man vorher eher andere Stifte benutzt hat und mit denen besser zurechtkam und Zeit brauchte, um mit den Polycolors zurechtzukommen, oder ob man wirklich nur die Polycolors kennt und die Technik quasi perfektioniert hat, um mit diesen Stiften zu malen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr mir darüber schreiben werdet, eure Erfahrungen, eure Eindrücke. Und ja, ich hoffe, die Review konnte euch weiterhelfen, euch bei eurer Entscheidung unterstützen, ob dieses Set etwas für euch ist oder eher nicht. Wenn ihr noch nicht Teil dieses Channels seid, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert und unten rechts auf die Glocke drückt, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn meine Videos online gestellt werden, was normalerweise immer freitags passiert. Dann vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.